Hey Raff, Hey Miki! hast du heute schon über Filme geredet? Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Ja, schönen guten Abend oder guten Tag oder um welche Uhrzeit auch immer ihr gerade eingeschaltet habt. Ich bin der Raff Ich bin der Micky. und ihr seid beim Podcast Lass uns über Filme reden. Und unsere heutige Folge wird sich um einen, mittlerweile schon etwas älteren Film drehen. Nämlich Wie die Zeit rennt. Ey, hör mir auf. Das ist echt krass. Ich weiß noch, als der Film rauskam, 2008. 2008. Ich habe ihn nicht direkt 2008 gesehen, sondern ein bisschen später. Und ich fand den damals super flashig und da hat mich super unterhalten und abgeholt. Und war aber deswegen, und ich weiß aber, das war halt so eine Phase, da habe ich gerade angefangen zu studieren. Und das war eigentlich so, alles neu, alles aufregend so. Und jetzt auf einmal ist das fucking 17 Jahre her. Ja, man hört es vielleicht an unseren Stimmen, wir hängen beide heute so ein bisschen durch. Das ist das Leben, so, da muss man jetzt durch. Das ist das Leben, ja. Wir haben uns hier eine Aufgabe vorgenommen und wir reden über Filme. So sieht's nämlich mal aus und von diesem Pfad lassen wir uns nicht abbringen. Genau. Ja. Also auch wenn wir mal einen Durchhänger haben, sind wir trotzdem da und können was erzählen heute zu dem Film. So finster die Nacht. A.k.a. beziehungsweise im Jetzt Englischen Let the Right One In und im schwedischen Original Let den Rette komma in. Wenn ich es richtig denke, ausgesprochen aber Let the habe. Right One In ist schon ziemlich wörtlich übersetzt. Genau, richtig. Ja, also auch mal wieder ein Titel, der im Deutschen so, wo sich die Übersetzer ein bisschen Freiraum genommen haben. Ja. Ich finde den aber trotzdem gut. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, in dem Falle finde ich das aber auch nicht schlimm. Ich finde, So finster die Nacht ist ein sehr cooler Titel. Ja, auf jeden Fall. Und wie wir ja auch alle wissen, es gibt ja auch später, gab es dann ein amerikanisches Remake und das hat wiederum den Originaltitel auch im Deutschen dann behalten. Und Richtig. heißt auch Let the Right One In. Richtig. Dazu kann ich direkt sagen, den habe ich aus Prinzip mir nicht angeguckt. Gar das nicht. Remake. Okay. Wobei ich jetzt für die Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gelesen, dass der Buchautor, also bei So finster die Nacht handelt es sich um eine Romanverfilmung eines Autors namens John Ajvide Lindqvist. Und der hat sowohl für den Film, den wir heute besprechen, also sprich für das Original, für die schwedische Verfilmung, als auch für Let the Right One In 2 Jahre später, dann 2010 kam der raus, auch das Drehbuch verfasst. Und das Buch selbst kam 2004 raus. 2007 kam es in Deutschland raus und 2008 kam dann eben schon die... Hieß das Buch auch schon So finster die Nacht oder hatte das noch den Originaltitel? Weißt du das? Ich weiß jetzt nicht, welche Auflage ich von dem Buch hatte, aber ich habe es auch als So finster die Nacht gelesen. Aber ich habe es gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Ja, kann man ja mal hinterfragen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine, ich sag mal, Fantasie, Romanze und Vampirfilm. Wir nehmen jetzt mal kein Blatt vor den Mund, wie immer. Und aber der Hauptaspekt auf dem ganzen Thema ist eigentlich ein Drama und eine Romanze irgendwie. Aber es hat nichts Erotisches. Also das schon mal vorweg. Also das ist vielleicht auch aufgrund des Alters der Darsteller ganz angebracht. Genau, und vielleicht so noch so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte. Das würde ich noch mal droppen, das ist da auch sehr klar. Ja, doch. Es geht um oder Hauptfigur ist zunächst ein Junge namens Oscar, den man sieht, wie er in der Schule gemobbt wird. Er ist da so der Außenseiter, man merkt relativ schnell, der ist nicht dumm, der Junge, der weiß viel, der scheint auch mehr zu wissen als seine Mitschüler, aber wird halt gemobbt von denen. Der ist halt eher so ein Außenseiter, hat mit den anderen nicht so viel zu tun, ist so ein bisschen Einsiedler. Ja, auch verkopft. Ja, auch verkopft, na klar. Also es kommt auch ganz klar heraus, dass der viel liest und dass er sich auch viel mit Sachen beschäftigt, die vielleicht noch nicht unbedingt in seinem Alter allgemein sind. So. Genau, zumindest nicht durchschnittlich sind.
Und was auch auffällt, ist, dass er viel alleine macht. Er kommt aus einem kaputten Elternhaus, aber die Eltern sind geschieden. Und er lebt bei der Mutter. Den Vater sieht man erstmal ganz, ganz lange nicht. Und eigentlich alles, was er macht, macht er halt alleine. Dazu vielleicht noch, der Film spielt 1982 in einem Vorort von Stockholm namens Blakeberg. Das ist halt so eine Wohnsiedlung, wo einfach so Hochhäuser stehen und Menschen leben, man kennt es. Gefilmt wurde das allerdings nicht dort vor Ort, sondern im Norden von Schweden in einem Ort namens Luleå oder Luleå. Ich weiß nicht, wie man dieses A ausspricht. Wunderschön. Wunderschön, genau. Und die haben das halt gemacht, damit die garantiert schlechtes Wetter haben. Also schlechtes Wie heißt Wetter. der Ort nochmal? Luleå. Geschrieben Okay. Lule und dieses A mit diesem komischen Kreis da Okay. oben drauf. Okay. Alles gut. Ich habe auf die Vorbereitung für heute habe ich Ja. mir das mal im Internet angehört, wie das ausgesprochen wird. Und es gab irgendwie 3 Versionen. Okay. Und ich glaube, meines ist jetzt eine Mischung aus allen 3. Also Also- garantiert falsch. Die ist mit Sicherheit richtig. Also, ja, auf jeden Fall. Und ja, und er lebt dort und relativ schnell zieht man denkt am Anfang, es ist eine Familie, es ist ein Vater mit einer Tochter, die da einziehen. Und relativ schnell beginnen Nebenan. da aber... Nebenan. Genau, direkt nebenan. Also die teilen sich quasi, die sind Wohnung an Wohnung. Also Zimmer an Zimmer ist Oskar und wie sich später herausstellt, heißt die Nachbarin Eli. Und genau, die sind nur durch eine Wand getrennt. Genau. Und lernen sich relativ schnell kennen. Weil es gibt da so einen Innenhof, ne, wo dann quasi die Kinder draußen spielen können, wenn die in diesem Wohnblock sich aufhalten oder da wohnen. Und da ist dann halt so ein Klettergerüst und so eine Schaukel. Und da lernen die sich dann halt kennen. Aber man merkt direkt, sie ist etwas anders noch. Genau, ne? Also so ein bisschen weird Mhm. und Distanziert. distanziert, zurückhaltend, vorsichtig. Mhm. Aber irgendwie ist da so eine Connection da. Das merkt man relativ schnell. Mhm. Und die freuen sich halt an über so einen Rubiks Würfel. Cube, genau. Danke. Und spielen dann damit und kommen dadurch ins Gespräch. Und dann geht das halt immer so über einen gewissen Zeitraum von mehreren Tagen und die treffen sich halt immer nachts. Also wenn es dunkel ist. Ist natürlich jetzt die Frage, wie viel Uhr ist es wirklich in Schweden? Da im Winter wird es wahrscheinlich schon um 15 Uhr dunkel gefühlt, also Ja, who knows. Aber ich finde, es wirkt immer so, als ob es schon sehr spät wäre, weil die immer alleine sind, wenn die dort vor Ort sind. Ja, das ist so ein bisschen es hat so keine richtige Trennung, ne, zwischen Tag und Nacht. Da ist irgendwie immer dunkel draußen gefühlt. Wenig Tagsszenen. Mhm. Und ja, relativ schnell merkt man aber so, dass in dieser Idylle, also das ist Idylle, ne? Es wirkt ja alles eher so ein bisschen trostlos dort vor Ort. Ist jetzt kein super einladender Ort und ich meine, klar, schöne absolut Winterlandschaft. nicht. Ich würde auch unterstellen, ohne das Böse zu meinen, aber das ist wohl auch ein Armenviertel. Ja, definitiv ist es kein Reichenviertel. Ja, also dieser Wohnblock, das ist schon so ein bisschen Ghetto. Ja, kommt so rüber. Ja. Nicht komplett schlimm, nicht komplett abgestürzt, aber Nö, aber auch die weiteren Figuren, die halt im Film noch vorkommen, das sind ja auch alles, sage ich mal, die Erwachsenen, die sind alle irgendwie auch Trinker und das rundet das Bild auch so ab. Ist aber jetzt überhaupt nicht wertend gezeigt, sondern das ist einfach nur, dass man sich in dieser Schicht oder in dieser Mittelklasse oder Unterklasse die Geschichte erzählt wird. ja. Also würde ich schon eher so als Arbeiterklasse dann beschreiben. So, ja. Mittelschicht, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht dazu zählen. Ja, und dann lernen die sich halt kennen, die beiden, und sie ist am Anfang sehr distanziert. Dann gibt es aber direkt direkt beim ersten Treffen, finde ich das so ein Augenmerk auf so eine kleine Sequenz, als sie sich dann mit ihm unterhalten hat. Er geht dann nach Hause und bei ihr knurrt der Magen und sie tut ihm aber nichts. Ne? Also wir wissen als Zuschauer bereits, dass das auf jeden Fall
ein Vampirwesen ist. Ja, man weiß noch nicht Form. so genau. Ja. Man vermutet es, aber es ist noch nicht gezeigt worden. Man Ja. hat nämlich, bevor diese Szene kommt, die du meinst, Ja, hat man schon gesehen, wie der, in Anführungsstrichen, Vater von Eli einen Fußgänger im Park mit so einer Vorrichtung, die er halt selbst gebaut hat, mit irgendeinem Gas betäubt, Kopf Kopfüber mit so einem Flaschenzug an einem Baum hängt. genau, den Hals aufschlitzt und das in so einen Plastikbehälter ablaufen Ja. lässt. Leider wird er da, oder was heißt leider, er wird dabei gestört, muss flüchten und vergisst halt das Blut, das er da schon aufgesammelt hatte. Und eben bevor wir zu der Szene kommen, die du gerade erwähnt hast, Ah, ja. sieht man ja schon, wie er sich dann bei Eli entschuldigt, wie die sauer ist und da knurrt der Magen schon. Und da, Okay, da ahnt hatte ich man's die natürlich Reihenfolge schon. jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, aber okay. Ja, also es ist auf jeden Fall dann auch so eine Szene, wo man, also es wird ja auch irgendwie unkommentiert alles gezeigt, so ein bisschen, ne? Man sieht die neuen Nachbarn, der Mann und das junge Mädchen, die ja einziehen, und auf einmal geht der Mann quasi, sucht sich ein Opfer, überfällt ihn im Wald, lässt ihn ausbluten und man denkt sich so, was passiert denn hier gerade? Ne? Das ist ja nicht normal. Und dann erst in dem Moment, wo er aber dann zu Hause ist und sagt, ich habe leider den Kanister vergessen und sie dann vollkommen böse zu ihm spricht und man auch merkt, das ist kein, also der ist der ist ihr Bediener so irgendwie, ne? Also ist ja bei Vampir und Mensch gibt es ja immer diese Figurenkonstellationen, wo es dann so einen menschlichen Gehilfen gibt, der dann dafür sorgt, dass tagsüber alles in Ordnung ist. Und in dem Moment, wo sie ihn dann auf jeden Fall richtig anfaucht, da merkt man auf jeden Fall, dass man jetzt in so einer Situation ist. richtig. Und genau, du hast es ja schon gesagt, im Film ist der so dargestellt wie der Diener. Man muss dazu sagen, es gibt also einige Unterschiede zu dem Buch. Okay. Da jetzt schon zum Einstieg, ich würde sagen, das machen wir einfach so on the go. Ja, gerne. Also ich weiß ja auch gar nicht, hast du das Buch eher gelesen als den Film gesehen? Nee, ich habe den Film zuerst gesehen und habe dann gelesen halt oder mitgekriegt, dass es eine Verfilmung ist. Ja. Und da habe ich mir das Buch gekauft und ich habe es damals dann auch irgendwie, ist auch schon jetzt 10 Jahre her und ich habe jetzt die letzten Tage noch so ein paar einzelne Szenen habe ich daraus durchgelesen. Sind da auch Bilder drin? In dem Buch, nein. Okay, Da sind keine Bilder drin. na gut. Jedenfalls, da ist das Buch ist erheblich fieser noch als der Film. Ich finde halt schon so diese erste Mordszene, Ja. über die wir eben gesprochen haben, die ist schon wirklich fies, weil ich finde, für mich persönlich sind immer die schlimmsten Mordszenen oder Brutalszenen, wenn die realistisch aussehen. Und die sind halt total nüchtern. Nüchtern, genau, das meinte ich ja eben auch Eingefangen. so ein bisschen unkommentiert. Ne? Es wird alles einfach ganz kalt und trocken erzählt und bebildert und man denkt sich so, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, das kommt nämlich durchaus Ja. etwas aus dem Nichts. Ja, Und im Buch ist die Sache halt noch fieser, weil da ist der Diener, der Hakan heißt er, oder Hokan, der ist halt ein Pädophiler im Buch, der auf Eli steht. Und der ist natürlich auch da irgendwie der Diener, aber da ist noch diese Komponente halt dabei, dass das ein Pädophiler ist, der mit Eli durch Schweden reist oder wie auch immer und sie dann halt beschützt, aber eigentlich steht der halt auch auf sie. perfide Note. Perfide Note, absolut. Und Ja, das ist im Film auf jeden Fall gar nicht. das ist im Film. Es ist ein bisschen angedeutet an einer Szene, ganz, ganz leicht. Es gibt irgendwann eine Szene, da streichelt sie ihm so mit den Fingern durch die Wange und dann sieht man, dass ihm das gefällt halt, ne? Aber das muss es halt nicht sein. Also das ist eigentlich, kann man sagen, in dem Film ausgespart, Okay. das Element. Genau, aber da merkt man halt schon, irgendwas passiert. Und da Eli halt kein Blut bekommen hat von Hakan, muss sie selber raus. Und da begegnet der Zuschauer das erste Mal Lacke und Jocke. Ja, Und ne, das sind halt zwei von denen, wie du erwähnst, aus der von den Trinkern, Nachbarschaft. Genau, von den Trinkern, genau. die man da sieht, die sind dann auf dem Weg nach Hause. Also ne, das sind halt ja so leicht verbrauchte Gestalten, würde ich sagen. Aber an sich sind die lieb, das sind keine bösen Menschen. Genau, nee. Die Und- sind gerade von der Sauftour, verabschieden sich, sind auch gut befreundet, wie man auf jeden Fall direkt checkt. Und ja, die verabschieden sich und dann
passiert auf dem Geheimweg, halt, dass einer von denen plötzlich von ihr angefallen wird. Ja, oder beziehungsweise der wird ja in eine Falle gelockt, ne? Der geht da durch diese Unterführung, unter dieser Brücke und dann liegt dann Eli und man sieht die nicht, weil das ist so super, das war auch sehr cool gefilmt, Düster. Fand ich. Weil du hast quasi so diesen Rahmen drumherum, wo du dieses Schnee Brücke, und diese Häuser im Hintergrund hast und unter der Brücke ist einfach nur dunkel und du siehst so diese Silhouette von Jocke, wie er da hingeht und dann hörst du nur, ja, bitte hilf mir und das ist Eli, die da so auf dem Boden liegt und Jocke ist dann halt direkt so sehr hilfsbereit und ja, ey, Kleines, was los? Warte, ich helfe dir, komm, ich heb dich auf. Ne, sagt dann noch so einen Satz irgendwie, du wiegst ja gar nichts und in dem Moment beißt sie ihm halt in den Hals. Und da sieht man erstmal als Zuschauer auch nicht so was passiert, außer dass da irgendwie ein bisschen Bewegung ist. Und dann gehen die halt irgendwann so aus dieser Unterführung raus, fallen da in den Schnee und sie ist halt über ihm und saugt ihn dann halt aus. Ja, die hat sich so fest an den Rang geklammert und ihre Zähne reingeschlagen halt, ne? Genau. Und als die fertig ist, da sieht man, dass er noch so ein bisschen am Zucken ist. Da bricht sie ihm noch das Genick. Ja. Und das Problem ist eigentlich für sie, dass sie beobachtet worden ist. Nämlich ein Nachbar am Fenster, so der Catmister, der Katzenmister, wie wir ihn genannt haben vorhin. Ja. Ist halt einfach so ein älterer Mann, ich würde sagen Mitte 50, der da irgendwie mit 10 Katzen in seiner Wohnung wohnt. Ja, der ist auch so eine typische Figur halt, die immer am Fenster steht und sich draußen alles anguckt, was passiert. Ne? So einer. Und der läuft dann direkt, oder relativ direkt zur Kneipe und informiert den Rest aus diesem Freundeskreis. Was wohl auch sehr untypisch ist, weil er scheinbar nicht oft rausgeht. Ja. Die wundern sich auf jeden Fall alle, was los. Und dann führt er die zu der Stelle, wo der Jocke liegen müsste. Aber Jocke ist nicht da. Der wurde dann schon von Hackern halt weggetragen und auch in so einem nahegelegenen Teich versenkt. Also im Wald, da sind irgendwie so, also es ist Winter, ganz wichtig zu erwähnen, weil der ganze Film lebt damit auch, dass das Weiß dominiert, sehr krass und im Kontrast zu der Dunkelheit, die eigentlich die ganze Zeit besteht. Und in diesem Wald, da gibt es dann irgendwie, das ist auch für die alle ganz normal, da gibt es dann so heiße Wasserlöcher im Boden. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Waren die heiß? Ja, das hat immer so gedampft auf jeden Fall. Und das hat deswegen, das waren irgendwie so Quellendinger, keine Ahnung. Sicher? Ja. Also kann sein, dass es gedampft hat, weiß ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen auf jeden Fall. Ich würde eher vermuten, dass auf jeden Fall schmeißt du den da rein. Ja, dass es so normal Tümmel waren, aber... Ja, aber genau, du schmeißt den rein. Und wird so die Leiche los, erstmal. Richtig. Und ja, der Rest wundert sich, was passiert ist, aber können sich darauf auch keinen Reim machen. Die wissen noch irgendwie, dass der Nachbar denen sagt, ja, ey, irgendwie war das ein Kind. Aber die sind auch so, ja, hä, ein Kind? Meinst du irgendwie Katze? Was meinst du? Irgendwie, war es ein Zwerg oder was auch immer? Fragen die dann ja auch noch. Ja, die nehmen den auch nicht ganz für voll. Ne? Das ist irgendwie... Ist ja auch nur jeder Dude. Ja. Aber das hilft natürlich diesem Verschleiern der verschwundenen Leiche, dass sie den halt nicht so ganz ernst nehmen. Ja. Und ja, so, dann weiß der Zuschauer ab da eigentlich Bescheid, okay, sie ist ein Vampir. Der Begriff fällt im Film, glaube ich, nur einmal. Irgendwann, als Oscar das feststellt, dann fragt er sich auch, ey, bist du ein Vampir? Ansonsten wird dieses Wort niemals gesagt. Und ja, die freuen sich aber immer weiter an und er weiß auch erstmal noch nichts davon, was bei ihr abgeht. Das weiß nur der Zuschauer. Ja. Und da ist eher noch so ein Thema eben das Mobbing, das Oscar in der Schule erfährt und Eli ist dann diejenige, die ihm sagt, ey, Junge, du musst dich wehren halt, ne, wenn die halt zu dir hinkommen und die sind ja halt wirklich, also ne, die haben es dann ja auch irgendwie schon verdient halt, die Bande von Jungs, die den da quälen. Das ist wirklich böses Mobbing, so das ist halt echt irgendwie ein sehr ruhiger, zurückgezogener Junge, der dann in der Schule von den anderen geschlagen wird und seine Hose in so ein Urinbecken reinschmeißen, Urinal. Ja, während er beim Training war. Ja. Und der kommt dann halt auch mit Wunden nach Hause teilweise und erzählt dann seinen Eltern, er wäre hingefallen halt. Also beziehungsweise seiner Mutter.
schon eine böse Nummer. Und die sind auch organisiert. Also einer von denen ist immer der es zu sagen hat, quasi. Conny. Und, Conny. Und die anderen sind so seine Lakaien, aber trotzdem sich teilweise immer so auf so einem Grenzpfad zwischen, ich glaube, ich möchte das lieber doch nicht und lass mal lieber gehen. Ja, manche mehr, manche weniger, so, ja. ne? Mhm. Ja. Und also in dem Gespräch zwischen Eli und Oskar, die sich ja dann schon angefreundet haben in der Nachbarschaft und sich dann auch schon mal für abends wieder verabreden und er ja auch diesen Rubiks-Würfel ausgeliehen hatte, sie rät ihm dann, ey, du musst dich wehren. So, und das nimmt er sich auf jeden Fall zu Herzen. Ja, und dann kommt es auch zu so einer Situation, zu so einer Entwicklung bei ihm. Die sind dann auf so einem Schulausflug. Die wollen den dann da, wollten die den da umbringen eigentlich? Die wollten den eigentlich in so ein Loch, in so einen zugefrorenen See reinschmeißen. Und aber der sagt dann nein, hat da zufällig auch irgendwie so einen langen Plastikstock gefunden. Ja. Und den knallt er dem dann halt einfach auch mal aufs Ohr. So eine Rute oder so. Genau. Ja. Und da heult der Conny aber richtig, ne? Da hat er den natürlich auch ordentlich erwischt, aber da merkt man auch, ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich das erste Mal ist, aber ich glaube, es ist zumindest das erste Mal, dass Oskar wirklich glücklich mal aussieht oder zufrieden halt für einen kurzen Moment in dem Film. Eben weil er sich da behauptet hat. Mhm. Und parallel dazu wird aber dann schon die Leiche von Jocke gefunden. Die wird dann da so, die müssen die dann so raussägen aus diesem zugefrorenen Teich, Tümpel, was auch immer. Und genau, und das geht dann halt so ein bisschen unter auch, dass der den da verprügelt. Ja, genau. Erstmal dadurch, dass dann eben noch eine Leiche gefunden wird, im gleichen Augenblick, wird dann da nicht mehr drüber gesprochen, groß. Erstmal. Ja, erstmal. Zumindest auch nicht im Film. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, was diese ganze Magie irgendwie ausmacht, der Film, der ist unheimlich ruhig erzählt, schön bebildert, der hat wirklich tolle Aufnahmen mit dem Schnee, wie das alles eingebaut ist und was einfach unheimlich gut funktioniert, ist wirklich diese Gespräche zwischen Eli und Oskar und man merkt halt, die kommen sich immer näher, weil die irgendwie gleich ticken, zumindest irgendwie auf irgendeiner Ebene verstehen die sich auf jeden Fall sehr gut, obwohl er gar nicht weiß, was sie ist und sie ihm immer wieder so kleine Hinweise gibt. Ja, und sie sind beide Außenseiter. Ja. Ich glaube, das ist das, was verbindet. Das merkt man zunächst bei ihr nicht so konkret zumindest. Aber das sagt sie dann ja. Irgendwann gibt er ihr ja auch Widerworte und dann haben die ja auch so kleinere Streitereien. Und sie sagt, und er fragt, glaube ich, irgendwann auch, ja, ey, warum hast du Interesse an mir? Warum sind wir eigentlich befreundet? Und dann zitiert sie eigentlich das, was sie als erstes von ihm gehört hat, nämlich diesen Taxi-Driver-haften Monolog von ihm. Redest du mit mir? Redest du mit mir, genau, und wie der da mit dem Messer halt rumspielt. Ja. Das ist auch so ein Ding, so bevor er sich wirklich gewehrt hat, war der eigentlich nur in seinem Kopf hat er sich gewehrt. Wenn er alleine war, hat er ein Messer gezückt, hat damit rumgefuchtelt und gegen einen Baum gestochen und dabei halt so Sachen gesagt wie eben so Taxi-Driver-mäßig, redest du mit mir. Ja, also ich will nur ganz kurz erwähnen, also auch wenn der Protagonist der Geschichte ist, der Oskar, und der ja auch eigentlich das Opfer ist, wer von den anderen Bullies in der Schule gemobbt wird, ist es trotzdem so, der ist auch nicht ganz sauber, weil der ist auch irgendwie nicht nur so verkopft, sondern der sammelt auch schon Zeitungsausschnitte von Mordanzeigen und der hat eine Messersammlung. Irgendwie ist also ein bisschen suspekt ist der mir schon. Ja, klar, ganz sauber ist er nicht. Der hat schon, also nerdiges Hobby, sagen wir es mal so, aber so wie ich das interpretiert habe in der Story, ist der eher so, dass der halt dieses Messer hat. Also er hat ja keine Sammlung, der hat ja dieser Aspekt, ein Messer. Der wird jetzt im Buch auch, gibt's gar nicht, oder ist das kein Spiel? Man weiß auf jeden Fall, dass der so mit Crime Stories sich beschäftigt hat. Das wird ja in der einen Szene, wo der Polizist relativ am Anfang da vor der Klasse spricht und den fragt, woher wussten wir, dass derjenige, der da in diesem Haus verbrannt ist, eigentlich schon vorher tot war? Und dann sagt er, weil kein Rauch in der Lunge war und so. Ich glaube, das war auch im Buch nochmal etwas
Ja. stärker. Ja, dann habe ich Oder das ja doch richtig ausführlicher. gedeutet, dass das irgendwie so in so eine Richtung geht, dass der sich auf jeden Fall mit solchen Sachen beschäftigt. Genau. Und der guckt auch immer so eine Show abends. Das ist auch, wird nur einmal kurz angedeutet Ja. in dem Film, wo er dann sagt, wo er sich schon mit Eli treffen möchte, eines der ersten Treffen, und sagt, ja, ey, nee, Mama, ich guck das jetzt nicht, sondern ist blöd heute, ich gehe raus. So. Genau. Ne, da sieht man auch so, dass er so, dank ihr, aus so seinem Schneckenhaus da irgendwie rauskommt. Und halt eben nicht nur sich mit solchen Sachen beschäftigt. Man muss also sagen, die Mutter scheint ihn auch so sehr sich selbst zu überlassen. Die Ja. geht halt arbeiten und ist halt alleinerziehend, ne, und hat dann abends irgendwie wahrscheinlich auch keine Kraft mehr, macht im Essen und ne, die ist ja jetzt die ist ja nicht bösartig zu ihm oder so. Nee, aber die ist auch nicht oft da. Aber genau, da ist eine gewisse Distanz da. Und der Vater, der wohnt weiter weg, der wohnt irgendwo auf dem Land. Ja, und der Vater ist schon ein ziemlicher Lappen, ne? Das merkt man so bei den ersten Treffen noch nicht. Die haben ja schon ein durchaus gutes, also Oscar Ja. liebt seinen Vater offensichtlich und die machen da auch in den ersten Szenen Sachen, die da Spaß machen. Aber das große Problem ist halt, der Vater ist Alkoholiker. Und Ja. irgendwann die Szene fand ich auch sehr, sehr unangenehm, den sieht man auch nur in der einen Szene, da kommt irgendwie ein Freund von dem Vater rein und der kommt da ja so reingeschlichen in diese Wohnung und ich finde, da ist so eine... Ja, der überredet den Vater dann wieder zur Flasche zu Ja, greifen. oder zwingt den halt sogar, das ist so eine ganz ist ganz- komisch, ganz unterschwellige, seltsame, aggressive Stimmung da. Das stimmt. Das Die ist wirklich sehr weird seltsam. ist. Ne? Und der sagt ja nichts Unfreundliches, sondern ja, schönen Abend, gemütlich hier irgendwie. Aber wie der das sagt, wie der dabei guckt und wie devot der Fordernd. Vater dann direkt springt Ja, und dann den richtig Wodka holt. fordernd und so wirklich unterschwellig aggressiv. Ja, Aber geht das denn im Buch vielleicht in irgendeine Richtung oder? das weiß ich nicht genau. Das ist da schon alles etwas ausführlicher erzählt, aber so genau an die Szene erinnere ich mich nicht. Ich habe es jetzt Okay. nicht geschafft, das Buch ganz Hätte- zu lesen. Ich hätte habe hauptsächlich sein das können. Ende gelesen, weil ich noch über etwas gestolpert bin. Ich habe noch gelesen, es gab irgendwann, ein paar Jahre später, 2011, hat der Lindqvist noch einen Nachfolgeroman geschrieben. Oh, Beziehungsweise eine Nachfolge-Kurzgeschichte. ja. Das Echo der Liebe auf Deutsch und das dunkle Echo der Liebe. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Das ist aber auch wieder so ein Titel, der nicht so war. Ja, ich weiß nicht, ob 1000-mal reicht. Bitte? Ich weiß nicht, ob 1000-mal reicht, dich zu entschuldigen. Ja, Ja. ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollte ich mir auch einfach einen fleischfressenden Käfer ins Ohr setzen als Zeichen der Reue. Nächstes Mal. Der Originaltitel heißt auf jeden Fall Lass die alten Träume sterben. Lötte Gemmeler Drümmarna de. Oder wie auch immer. Und worauf ich hinaus wollte, im deutschen Wikipedia-Eintrag zum Ja. Buch steht da nämlich, dass dort es darum geht, wie Eli und Oscar weiter durch die Gegend reisen. Eli mache Oscar zum Vampir, damit die auf ewig zusammenleben können. Kompletter Quatsch, was da steht. Es geht da um eine Polizistin, die Okay. den Fall die das Ende des Films untersucht. Ja, Also dazu kommen wir vielleicht gleich Ja. zum Ende des Films, das lassen wir jetzt noch mal kurz. Auf jeden Fall, die Story richtet sich halt auf ihre Geschichte danach. Und es gibt so Andeutungen halt, das spielt also im gleichen Universum, aber Eli und Oscar kommen selber nicht vor. Und es geht darum, dass diese Polizistin da einen neuen Partner bekommt, mit dem sie sehr, sehr glücklich ist. Der wird schwer krank und sie versucht dann eben sein Leben zu retten und kommt halt irgendwie durch Hinweise darauf, dass es eben dieses Vampirismus-Ding gibt und möchte halt für ihn auch dieses Leben halt haben. aha, So. okay. Ich muss dazu sagen, ich habe die Sache nicht gelesen. Das habe ich mir wirklich jetzt die Tage halt Ausgedacht. angelesen. Aber, deswegen Warnung an den Wikipedia-Artikel Ja, und krass. soweit. Und deswegen, genau, jetzt kommen wir nämlich so, warum ich nochmal in das Buch reingeguckt habe und vor allem das Ende gelesen habe. Weil da habe ich dann auch gelesen, dass Eli ihn am Ende beißt, damit er ein Vampir wird, was Ja. aber auch nicht stimmt. Sie fragt ihn halt an einer Stelle, Ja, möchtest du so werden wie ich? Er sagt nein und sie sagt, ja, ey, das kann ich verstehen. Und soweit ich das jetzt Okay. gelesen habe, bleibt es dann da auch dabei. Also das kommt am Ende nicht nochmal vor, dass sie ihn fragt, ob er ein Vampir ich finde, werden man muss möchte. das auch gar nicht auserzählen. Das hat ein tolles Ende. Und da muss man ja gar nicht. Also, ich glaube, man kann auch viele Sachen die Magie entziehen, indem man die dann tot erzählt. Ja.
Ich finde auch, das passt schon. Und was mir so an dem Ende, weil am Ende fahren Eli und Oscar dann zusammen weg, die sitzen dann halt im Zug, weil, das sollte man vielleicht noch erwähnen, bevor wir dann zum Ende der Geschichte kommen, bis dahin ist natürlich einiges schiefgelaufen. Unter anderem ist der Diener von Eli, der Hakan, der stümpert drum bei einem Mordversuch und wird gehindert, einen Jungen nach dem Sport halt in der Umkleide umzubringen, weil seine Freunde kommen und ihn retten. Daraufhin schüttelt er sich erstmal Säure ins Gesicht, so dass ihn keiner erkennt. Das muss man sich auch erstmal vorstellen, ne? Ja, das ist auch, und die Maske war gut gemacht danach. Man sieht später so das entstellte Gesicht, das sieht wirklich schlimm aus. Also, das ist ja nicht so, dass das irgendwie aus Versehen passiert, dass das ein Unfall ist, sondern der nimmt bewusst zu seinen Touren, wo der eigentlich Opfer für Eli sucht, nimmt er bewusst immer eine kleine Flasche mit so ein Einmachglas. Mit so einem Einmachglas mit Säure mit, falls er das braucht. Ja, falls er erwischt wird. Irre. Also das ist schon krass. Ja, wirklich. Ne? Also so die Vorstellung davon ist wirklich, wirklich krass. Und sie besucht ihn dann da im Krankenhaus. Also er überlebt das, dieses sich Säure ins Gesicht schütten, aber halt wirklich hardcore entstellt und irgendwie muss beatmet werden und so. Und auch in der Presse, also es wird dann ganz kurz so, gibt es eine kurze Sequenz, wo dann im Nachrichten oder sowas zu hören sind, dass jetzt der Mörder gefasst wurde, der dafür verantwortlich ist von den letzten Leichen, die in der Gegend verschwunden. Also, und ja, so ist sie mehr oder weniger auch erstmal aus dem Schneider dann, ne? Genau, und hat halt erstmal seinen letzten Dienst an ihr hat er getan, dass er sie beschützt hat, dass sie nicht auffliegt. Genau. Und sie nochmal füttern kann. Ne? Also sie saugt ihn dann aus. Das ist ja auch krass, ne? Das sah übrigens auch cool aus, wie sie dann, ne, weil wie gesagt, der Film ist ja immer so sehr normal gefilmt, aber wenn dann die Special Effects kommen, sind die halt auch so unaufdringlich und dadurch wird das so realistisch, aber dadurch sieht man dann halt trotzdem nochmal so dieses Außergewöhnliche, was sie ist halt, ne? Eben, das ist auf halt jeden eben, Fall. Das wie ist sie wirklich diese Häuserfassade hochklettert. Cool gemacht. Da in den 7. Also Stock man sieht cool. man sieht so eine Nahaufnahme von einer, die im Krankenhaus arbeitet und sich draußen vorm Krankenhaus eine Kippe raucht. Und im Hintergrund sieht man dann plötzlich, wie Eli oder ein Wesen die Wand entlang huscht, nach oben. Ja. Das ist echt super cool gemacht, weil das erwartet man in dem Moment gar nicht, dass da noch sowas passiert. Ja. Weil das ist alles immer so realistisch gehalten, dass solche Szenen dann ganz gut funktionieren auf jeden Fall. Ja, die haben dann auf jeden Fall ihre Wirkung so. Ja. Und eben, ich feiere die Inszenierung von dem Film, ja. Der hat ja der hat keine Hochglanzoptik. Ich finde, der wirkt so ein bisschen von der Optik wie ein Fernsehfilm. Ja. So ein besserer Fernsehfilm auf jeden Fall. Aber trotzdem ist der nicht so ganz hochglanzmäßig, aber die Effekte sind trotzdem alle nicht schlecht. Also das soll nicht heißen, dass hier irgendwas schlecht wäre an dem Film. Nee. Von Schauspielern oder sonst was. Der ist super, super geil. Und auch die Darsteller muss man gleich nochmal... Ja, die Darsteller sind wirklich gut. Ja. Und vor allem muss man halt auch bedenken, dass also Eli zum Beispiel, das ist ja die Debütrolle von der Schauspielerin gewesen, Lina Leandersson. Und die macht das auch richtig cool. Ja. Und die wurde auch gewählt, weil die damals noch in dem Alter, als der Film gedreht wurde, ja so ein leicht androgynes Aussehen hatte. Ja, okay. Und das hatte auch einen Grund, warum die das so gewählt haben. Man muss auch noch sagen, im Original wurde die danach nochmal, also im Original hört man nicht ihre eigene Stimme, sondern die wurde mit einer dunkleren und raueren Stimme nachsynchronisiert im Schwedischen, weil, das stellt sich dann im Buch nämlich raus, Eli kein wirkliches Mädchen ist, sondern das war halt auch ein Junge, Elias, und man weiß nicht genau, wie alt der halt ist, aber der erzählt dann irgendwann die Geschichte, wie er so geworden ist, wie er geworden ist. Und ja, das ist so ein mittelalterliches Setting. Und da war so ein vampirischer Edelmann, der hat scheinbar mit irgendwie Leuten Kinder gekidnappt und die haben die dann halt erstmal gequält. Also er wurde halt kastriert, mit einem glühenden Pfahl wurden dem halt die ganzen Genitalien halt abgerissen.
das sieht man halt, im Film ist es nur einmal angedeutet, ne? Als sich Ellie da einmal umzieht und Oscar da so kurz spinksen geht halt, ne? Dann sieht man ja, dass da, ne, dass das alles vernarbt ist halt. Genau. Und das ist da halt so eine aber kleine... sie sagt ihm ja auch immer wieder, ich bin, wenn ich kein Mädchen bin. Ne? Aber ich dachte auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, oder wenn man es nicht weiß, dass sie meint, weil ich ein Vampir bin. Ja. Ne? Kein normales Mädchen. Ne? Genau. Aber im Buch ist es tatsächlich so, dass es eben halt ein misshandelter Junge ist, der dann aber so als Mädchen lebt. Und dann entscheiden die auch so, also Oscar entscheidet dann auch im Buch so, ja, ey, du bleibst ein Mädchen für mich halt. Genau, aber das ist halt auch wieder so eine bittere Geschichte halt, ne? Also es ist nochmal, finde ich, eine fiesere Wendung. Sehr übel. Genau, und deswegen hat sie dann halt, also hat Lina Leandersson da eine andere Synchrostimme halt bekommen. Im Deutschen ist es ja eine sehr mädchenhafte Stimme. Ja, doch. Ja, also grundsätzlich aber auch, sollen 12 Jahre alt sein, oder sie halt unendlich alt, aber in einem Körper einer 12-Jährigen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Darsteller wirklich waren bei den Dreharbeiten, aber die sind wirklich, die nehmen das Bild ein. Also die sind sehr, sehr so hypnotisierend fast. Auch die Augen von denen sind wirklich sehr ausdrucksstark. Ja. Das wird auch bei Eli ganz besonders oft eingesetzt. Ja. Da wird dann ja gerade, wenn die Hunger hat, auch, ne, wenn die Augen ja so, also da sind die ja schon noch bearbeitet, dass sie so wirklich mega große Pupillen hat. Und durchaus creepy aussieht. Also man hat schon ein bisschen Angst vor der. Und da finde ich auch immer, was richtig cool bei dem Film ist, sind die Bluteffekte. Sie hat ja irgendwann, ich fand richtig krass die Szene, sie darf ja halt, da ist die Vampir-Lore so, dass Vampire halt nicht in ein Haus kommen, wenn sie nicht reingebeten werden. Ja. Was, wie der Titel halt, der Originaltitel ja auch schon aber das ist ja auch eine klassische Vampirregel. Genau, ist eine klassische Vampirregel. Ne? Ich meine, es gibt solche und solche Filme. In manchen Filmen können Vampire ja auch am Tage raus und glitzern dann. Soll es geben, habe ich mir mal sagen lassen. Ich habe gerade erst an Blade gedacht und dann kommst du hier mit Glitzervampiren. Ja, ey, das ist ja doch wohl das Negativbeispiel überhaupt, ey. Ja. Habe ich vergessen. Ja, es ist, darüber wird hier der Mantel des Schweigens gehüllt am besten. Ja. Aber genau, und irgendwann sind die da so in so ein bisschen so ein Battle, wo Oscar ihr gegenüber so ein bisschen frecher wird und aber auch guckt so, ey, wie weit kann ich der vertrauen, wie weit beherrscht die sich, ne? Ja. Und bittet sie halt eben, also sie kommt halt rein, aber er bittet sie nicht rein. Er sagt ihr nicht, du bist willkommen. Und dann läuft der halt so überall das Blut aus allen Poren. Ja, das ist eine starke Szene. Ey, und das sieht aber richtig cool aus. Also es ist wirklich eine starke Szene. Also sie will auch dann erst nicht reinkommen, weil er es eben nicht sagt. Ja, und weil sie weiß, was das für sie bedeutet. Was passiert. Er denkt sich, ja, was willst du mir denn beweisen, so, ne? Also, ich sage jetzt nichts und er bittet sie quasi nur mit Handzeichen rein. Und dann kriegt sie sowas wie sieht aus wie Krampfanfälle. Sie fängt an zu zittern und auf einmal läuft ihr Blut aus allen Poren. Ja. Das ist schon eine starke Szene. Ja. Aber als er das dann merkt, dass das kein Fake ist, und dass es ihr gerade damit richtig schlecht geht, dann sagt er auch ganz schnell, ja, du darfst rein. Ja, und da ändert sich auch seine ganze Stimme. Ne? Ja, die tut absolut. Ihm dann, das tut ihm leid. Das tut ihm leid, dass er das so gemacht hat. Ja. Ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist auch einfach toll. Ja, ich finde auch er spielt auch super. Wir haben jetzt ja so ein bisschen über sie gesprochen. Er hat wirklich so eine zurückhaltende Aura. Und man merkt eben diesen introvertierten Jungen, den er da spielt, das macht er aber gut. Aber auch der, wie du schon sagst, halt, dass der ja auch nicht ganz sauber ist, so, ne? Dass der schon auch ein bisschen verrückt ist und ein bisschen strange. Das bringt er sehr gut rüber. Aber auch schüchtern und auch respektvoll. Und auch zum Beispiel, wenn sie dann irgendwie sagt, guck jetzt nicht hin, dann dreht er sich auch weg. Und außer das eine Mal, da guckt er dann halt außer doch so ein bisschen durch den Türspalt, ne? Ja, aber ich meine jetzt, wo sie zum Beispiel sich an ihn ranschmiegt und sie hat aber in dem Moment, glaube ich, noch Blut im Gesicht und sowas. Ja. Und sagt deswegen, er soll nicht gucken, damit er das noch nicht merkt.
Und das ist aber völlig okay für ihn. Und also ich finde es wirklich stark, wie das mit den beiden funktioniert. Und ich habe das Remake gesehen. Oh, das wollte ich dich noch fragen, ob du den gesehen hast. Ja, ich habe das Remake gesehen. Ist wieder eins von diesen ganz typischen Remake-Sachen, die viel zu schnell nach dem Original gekommen sind. 2 Jahre. Oder keine 2 Jahre. Ja, 2010 das kam ist aber raus. echt verrückt, ne? Dann einfach irgendein findiger Produzent gesagt hat, oh, da ist ein Film, der schlägt gerade Kasse und ist auf allen Filmfesten gerade super gehypt. Den machen wir selber. Ja, das können wir doch Das besser. können wir besser. Den machen wir jetzt auch nochmal ganz schnell und dann brauchen sich die armen Amerikaner den auch nicht mit Untertiteln anzugucken. Oder Dann, gedubbt. ne, gedubbt machen die ja nicht. Das ist Ja, dann und wann schon. Ja. Hier, Chromatia High School, hallo? ja, okay. Ist ja wohl Hallo. ein Paradebeispiel Ja. für eine top-amerikanische Synchro. Das stimmt. Allerdings ist das auch eine Serie, muss man dazu sagen. Ja. Sonst sind die Synchros wirklich selten Ja. und haben auch nicht gerade den besten Ruf. Genau, also aus welchen Gründen auch immer, die Cash Cow, ne, die machen ein Remake, was nicht eindeutig Mehrwert bringt, sondern eigentlich eher wie so eine runtergekurbelte, schnell, wir machen das anders, besser und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also auch die Besetzung und so, das hat alles überhaupt gar nichts ausgestrahlt und es hat mir total leid getan, dass dieser Film dann auch noch so beworben wurde und der war dann plötzlich auch noch im Kino Ja. und dass das Original das halt nicht erfahren hat. Hier zumindest. Und ja, der lohnt sich gar nicht. Ja, Das ich meine, da Remake sind ja lohnt auch sich ein paar gar nicht. große Namen dabei trotzdem, ne? Mhm. Und wie gesagt, Lindqvist hat ja selber auch daran noch mitgearbeitet. Matt Reeves war Regisseur, der dann ja hier, ich glaube, der letzte Film von dem war The Batman, ne? Ja, Immer noch. Und genau. Cloverfield hat er gemacht. Also der Ja. hat durchaus auch ein paar coole Sachen gemacht, dann der Regisseur. Aber ich weigere mich den anzugucken. Genauso wie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast auch gesagt habe, aber genauso wie Oldboy Remake, so, nee, werde ich mir nicht angucken. Mhm. Aus Prinzip. Vielleicht müssen wir den mal wählen. Oh Gott, ja, wenn das deine Wahl ist, dann do it. Dann werde ich den gezwungenermaßen gucken, aber freiwillig werde ich mir den nicht reinziehen. Ach nee, muss auch nicht sein. Also da würden mir jetzt natürlich noch ganz schnell viele weitere Remakes einfallen, die viel zu schnell hinterm Original gekommen sind und nichts bieten. Ja, Aber muss nicht sein. nee. Worauf ich noch eingehen wollte, ist auf jeden Fall der Sound vom Film. Ja. Der Score, der ist ja super zurückhaltend Ja. und sehr dezent, Das sehr passt vornehm. unheimlich gut, weil der ganze Film ist ja so zurückhaltend und ruhig. Ja, genau. Ich finde auch, das unterstreicht ihn total. Mhm. Und was mir noch sehr aufgefallen ist, sind die Geräusche. Wenn Ja. da irgendwer gebissen wird oder Blut Ja. fließt oder so. Die sind wirklich cool gemacht. Also, die wurden halt auch wirklich händisch gemacht. Also so, sprich so Ach so, oldschool ja, Geräuschemachermäßig. So wie, weiß ich nicht, Joghurt schlürfen für Blutschlürfen und Ja. irgendwie für Augenaufschlag wurden irgendwie so Weintrauben genommen, die so aneinander gepatscht wurden irgendwie. Also so ganz weirde Sachen wurden da auch gemacht. Da gibt es auch so ein so eine Artform, wo Leute so Geräusche in Mikro machen und das aufnehmen und so. Das ist doch für so audiophile Menschen, das gibt's. auf Das jeden war Fall. früher auch so Geräuschemacher, Ja. das war auch bei Hörspielen ganz gang und gäbe. Ja. Da kamen dann immer so lustige Menschen mit irgendwie einem Koffer voller Utensilien rein und Ja. haben sich überlegt, wie könnte man den Sound und so verstärken. Und so, ich habe mal irgendwann Führungen beim WDR gegeben und da haben wir halt immer erzählt in den Hörspielstudios, dass es wohl irgendwann vor 5000 Jahren in Deutschland mal eine Werbung gab, wo eine Frau einen Apfel beißt. Ja. Und da hat man so ein kräftiges Geräusch gehört Ja. und so wurde es uns zumindest übermittelt damals, dass das eben vom Geräusch mal gemacht wurde und da hat sich so beidseitiges Klebeband um beide Handflächen gebunden, dass die zusammengedrückt und dann eben das Auseinanderziehen der Hände mit diesen Klebestreifen war dann das Geräusch, was in der Okay. Werbung gemacht wurde. Cool. Ja, Ähm. aber also wenn ich, klar, den Beruf gab es, das, was ich eben meinte, ich kam aber nicht auf den Begriff, ist mir jetzt aber eingefallen, das heißt ASMR. Das ist wirklich so eine, das gibt's auch jetzt auch so modern irgendwie. Kannst du eingeben und dann kriegst du so Soundclips einfach nur mit Geräuschen, wie einer kaut,
so ganz... Genau, du hast ja jetzt so und diese sowas. Datenbanken mit verschiedenen Sounds. Nee, oder das was ist dann wirklich, das sind Influencer, YouTuber, wie auch immer, die setzen sich dann an ihr Equipment und nehmen dieses Geräusch auf. Einfach nur, das entspannt wohl. Keine Ahnung, das hat irgendwas, aber was ich eigentlich jetzt noch einwerfen wollte, weil du das mit der Hand erzählt hast und dem Apfel, wenn ich an diesen Beruf denke, wo die das Geräusch quasi für irgendwas aufgenommen haben, dann denke ich auf jeden Fall an Harpe Kerkeling. Und zwar Kein Pardon, der Film. Oh. Und den finde ich ja großartig. Kennt keine Grenzen. Genau. Und da gibt es nämlich genau die weibliche Hauptfigur in dem Film, die der Harpe da kennenlernt. Ja. Die hat nämlich genau diesen Job. Und als er das erste Mal in ihr Büro reinkommt, dann sagt sie direkt, mach mal deine Hose auf. Und sie braucht nämlich dieses Reißverschlussgeräusch. Und und dann auch irgendwas mit diesem Gong. Sie brauchen immer diesen Big Ben Sound für eine Haustürschelle und sie drückt dann verschiedene Knöpfe, damit diese Geräusche kommen. Also da kann man den Beruf auch wirklich mal live sehen. Ach, ey, daran erinnere ich mich zum Beispiel gar nicht bei dem Film. Also ich habe den super. 1-2 Mal habe ich den gesehen, den Film. Und ich erinnere mich da eher so eben an diese Showbusiness-Parodien und wie ekelhaft da die ganzen Manager-Typen sind. Und der lustige Glückshaas. Ja, ja, genau. Und ich mochte den Film, aber der war cool. Ja. Der ist auch noch so ein der ist ja aus den 80ern oder ist der 90er? 90er. 90er, aber frühe 90er, oder? Vielleicht reden wir mal über den. Vielleicht reden wir mal über den. Müssen ja nicht immer über so blutrünstige Filme reden. Ja, wir haben nämlich auch schon so uns bei der Auswahl unserer Titel so ein bisschen jetzt mal ausgetauscht, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr andere Genre abklappern wollen. Ja. Wo es sich auch lohnt, drüber zu sprechen. Ne? Definitiv. Also ich auf jeden Fall bin dabei. Ja. So, es ist ja doch so ungefähr, wir hatten das ja dann jetzt mal so auf den Prüfstand gestellt, was wir bis jetzt aufgenommen haben. Ja. Und ja, so ein Drittel ist ja irgendwie im Horrorgenre durchaus anzusiedeln. Ob es jetzt dann Horrorkomödien sind oder was auch immer. Subgenre. Aber so wirklich so Horror ist das ja fast der erste heute. So. Obwohl, der ist ja auch nicht klassisch. Nee, ist auch eigentlich eine Romanze. Genau, eher, ne? Und so vor dem, mit Horrorelementen halt. Mhm. Aber, ja, wie auch immer. Das ist ja jetzt auch nicht so wild. Auf jeden Fall genau. Ja, ey, kein Pardon, why not? Hätten wir auch mal einen deutschen Film. Ja. Warum nicht? Ein paar gute gibt's ja doch. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wo waren wir? Und genau. Geräusche, zu Schauspielern wollte ich auch noch sagen, auch diese Gang von Bullies, die machen das auch cool. Also hier dieser Conny, also das ist ja, den willst du ja wirklich packen und schütteln, weil das so ein kleiner Wichser ist. Mhm. Das ist ein Ohrfeigengesicht. Das ist so ein richtiges Ohrfeigengesicht. Also wirklich so ein, böswilliger, sadistischer kleiner Sack. Ja, also der ist ja quasi nicht nur der Chefmobber, der die anderen traktiert, sondern man merkt ja auch, dass die anderen, die unter ihm seine Befehle ausführen, dass sie auch nicht fein damit sind, was der sich so ausdenkt. Ja. Und gegen Ende wird es ja dann wirklich ins Maximum getrieben, wo der dann auch noch seinen großen Bruder holt. Ja, das ist auch so ein schönes Exemplar wie der. Also, sogar noch schlimmer. Und den Oscar dann fast ertränkt. Ja, und das ist dann ja auch nochmal so eine richtig perfide Nummer. Die drücken den dann halt mit dem Kopf unter Wasser, der ist da halt in so einem im Schwimmbecken am Trainieren. Da hat ja irgendwann angefangen mit Krafttraining auch so, als so sein Weg halt raus, auch so, ne, um sich wehren zu können. Und da gibt es noch die Figur von einem Sportlehrer, der Oscar da unter die Fittiche nimmt. Der ist so im Film noch ein bisschen kleiner dargestellt, als er im Buch ist. Im Buch geht die Beziehung da schon ein bisschen tiefer und er redet auch oft mit ihm. Und da kommen wir zu der letzten Szene des Films, eben im Schwimmbad. Der Lehrer trainiert den dort und der wird im Film, wird der von dieser Bully-Gang, wird er halt rausgelockt zu einer brennenden Mülltonne, damit er alleine ist. Dann kommen die rein zum Oscar. Im Buch ist das auch nochmal was fieser, weil, hole ich ein ganz bisschen aus,
Im Buch setzt Oscar irgendwann in der Schule die Pulte von Conny und noch einem anderen, dessen Name mir gerade entfallen ist, in Brand und haut dann ab. So, und irgendwann wissen halt alle, dass er eben diesen Klassenraum halt angebrannt hat. Und dieser Sportlehrer, dieser Herr, wie auch immer, der vermutet auch schon, dass es Oscar ist und will aber trotzdem mit dem reden. Und irgendwann treffen die sich halt zum Training und reden darüber. Und Oscar sagt ihm als einzigen, ja, ich war das. Und der verurteilt ihn da an der Stelle halt nicht, der Lehrer, sondern sagt, ja, ey, okay, man sieht, weißt du, woran ich es bemerkt habe, an deinen versenkten Haaren und schneid dir die Haare am besten nach dem Training. Und auch in der Szene in der Mitte des Films, wo der das erste Mal sich wehrt und zurückschlägt mit diesem Stock, da hat der Sportlehrer das ja auch schon mitgekriegt, dass der dem mit dem Stock gegenübersteht. Der beobachtet das, ne? Und es kommt eigentlich letztendlich nicht, dass er dahin geht, nur dadurch zustande, weil die Leiche entdeckt wird parallel, ne? Genau. Und er dann dahin geht. Auf jeden Fall. Da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass er da eingreifen möchte. Nö, der wollte eigentlich, der fand das gut, dass der sich da wehrt. Ja. So habe ich auch so interpretiert. Ja. Ne? Und der hat es ja wirklich verdient, der Junge. Jedenfalls, genau, und der hilft ihm dann in dem Buch noch weiter, ne, und trainiert dann halt mit dem und dann kommt es eben zu dieser Szene im Schwimmbad und da wird der nicht rausgelockt, der Lehrer, sondern diese Gang um den Bruder mit den Kleinen, die hauen den K.O., den Lehrer. Mhm. Die locken den irgendwie in sein Büro und schlagen den dann von hinten irgendwie mit einem Sack voll Münzen gegen den Schädel und dann liegt er dann da halt erst. Und dann eben gehen die zum Oscar, das ist dann wieder gleich wie im Film, ne, und sagen dem, ja, ey, jetzt musst du hier ein paar Minuten mit dem Kopf unter Wasser und wenn du das schaffst, dann ritzen wir dich ein bisschen mit einem Messer, also die fuchteln dann auch mit so einem Messer vor seinem Gesicht rum und wenn nicht, stechen wir dir ein Auge raus. Mhm. Krass. Und da ist Oscar dann ja auch schon so wieder schon geknickt, der wehrt sich da ja auch gar nicht mehr, sondern lässt sich drauf ein und dann drücken die den Kopf von dem unter Wasser. Und die Szene war im Film auch richtig cool gemacht, fand ich, weil dann geht die Kamera halt mit Oscar unter Wasser und man sieht halt nur von oben die Hand von dem Bruder von Conny und eben Oscar wieder drunter ist und man hört so ganz verzerrtes, dumpfe Geräusche, wie es halt wäre, wenn man unter Wasser, wie man Sachen... Ja, das war wirklich cool gemacht, das stimmt. Und dann sieht man eigentlich nur mal irgendwie wie ein paar Füße so ganz unnatürlich durchs Becken gleiten halt, dann fällt irgendwann später da ein Kopf ins Wasser rein und man hört so Geschrei halt ganz dumpf. Und irgendwann... Aber das war cool gemacht mit diesem Soundeffekt, dass das wirklich so unter Wasser klingt. Komplett. Ne? Das war wirklich cool. Und auch eben das Abreißen vom Kopf Kopf selber. Und das ist natürlich auch eine super krasse Sache, dass dann plötzlich ein Kopf ins Becken fällt und ein abgetrennter Arm und sowas. Ne? Ja, also das kommt ziemlich out of nowhere. Eskaliert auf jeden Fall die ganze Sache ziemlich stark und man weiß, man wusste ja auch gar nicht, was jetzt im ersten Moment passiert. Man kann sich das dann nur zusammenreiben, dass Eli dann halt eingegriffen hat. Ja. Und dann sieht man ja am Ende noch so eben diese Blutlachen so, dann sieht man, wie die Leichen da rumliegen und nur ein Junge überlebt, der als einziger sich hingesetzt hatte und eben nicht geholfen hat. Also einer aus der Küche ist dann doch zur Vernunft gekommen und hat die jetzt nicht gehindert dran, aber hat zumindest sich nicht mehr dran beteiligt und der hat halt überlebt. Und im Buch war das noch so ein bisschen ausführlicher, da stand Eli nämlich draußen und musste auch reingebeten werden tatsächlich von einem von den Police, die das dann machen und dann wird der Akt an sich nicht beschrieben, sondern das wird dann aus der Sicht von einem Polizisten erzählt, der dann am Tatort war und erzählt, so dass das ganz merkwürdige Spuren sind, dass es wirklich so aussieht, als ob die Leute geflogen wären und irgendwie an der Decke wurden Blutspritzer gefunden und. Ja. Und es gab mehrere Aussagen von Schülern, die gesagt haben, dass ein Engel gekommen wäre, um Oscar zu retten. Weil Oscar ist danach ja auch verschwunden. Ne? Also die haben dann diese 3 Kinderleichen da, Oscar ist verschwunden und eben diese Geschichte von dem Engel, der mit ihm weggeflogen wäre. So. Und irgendwie alle Untersuchungen deuten darauf hin, so ja, irgendwie passt das zu dem, was die sagen, aber das kann ja nicht sein. So endet dann diese Geschichte halt im Buch und dann aber... Der Film endet ja dann auch relativ plötzlich. Genau, ne, und dann endet das in der Szene, wo die dann im Zug sind und Oscar mit Eli fährt, die fährt dann in ihrer Kiste mit und die... guck mal, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass die durch die Wand in ihren Zimmern durch Morsezeichen angefangen haben, miteinander zu kommunizieren. Die hat Oscar sich extra beigebracht. Genau. Und das machen die dann auch nämlich in dieser Kiste, wenn er da drin ist. Ne? Und die klopfen dann ja was. Und die klopfen das Wort Puss, P-U-S-S, was auf Schwedisch einfach Kuss bedeutet.
Und das ist dann ja das Ende. Und ja, ist ein schönes Ende irgendwie, weil die beiden dann halt zusammen unterwegs sind. Auf jeden Fall. Gleichzeitig hatte ich auch, ich weiß, beim ersten Mal oder beim zweiten Mal gucken damals, habe ich mir dann gesagt, so ja, ey, Oscar ist ja kein Vampir, der wird auf jeden Fall älter werden. Ja. Hat sie sich jetzt einfach so den nächsten Hackern herangezüchtet. Ja. Ne? Weil dann, wenn der ja mit der zusammen ist und immer älter werden wird, dann ist er ja auch irgendwann in der Rolle vom, weiß nicht, Mitte 40-Jährigen, der da mit diesem 12-jährigen Mädchen abhängt. Ja, also ich sag mal, man kann das jetzt so deuten, man kann das vermuten, vielleicht passiert es auch einfach konsensuell, aber ich finde, gerade am Anfang hat sie aber auch noch wirklich dieses, wo sie da in diesem, unter der Brücke sitzt, in diesem Schattendasein und dann auch dieses wirklich, das ist ja schon hinterlistig, dann zu sagen, komm mir bitte helfen, hilf mir, ne? Und den Mann dahin lockt, um ihn dann wirklich umzubringen. Das ist ja schon eine böse, raffinierte Art und wer weiß, wie berechnet die auch in anderen Dingen ist. Ja, wobei ich finde, das kommt in dem Film zumindest so rüber. Die sagt ja auch selber, ich mache das, weil ich es tun muss. Sonst stirbt sie halt. Ne? Sie macht das ja zum Überleben. Und zu ihm hat sie ja durchaus auch bei der Szene, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo sie halt reingeht und das erleidet, dass das Blut ihr aus den Poren schießt und so. Sie ist da ja wirklich auf seiner Seite. Er will ja irgendwann auch Blutsbrüderschaft mit ihr schließen. Und da sagt er auch, ey, hau jetzt ab so, ich halte es nicht mehr aus und beherrscht sich wirklich, um nicht eben ihn anzugreifen, das Blut zu trinken. Also die fällt dann halt auf den Boden und trinkt so ein bisschen die Blutlache da leer und läuft dann weg. Also die Tropfen, die von seiner Hand runtergelaufen sind, die leckt die dann auf. Und also da hat sie sich ja doch unter Kontrolle, weil sie ihn mag und ihm das nicht antun möchte. Aber klar, die bringt extrem viel Leid bei Leuten. Ne? Also alleine Jocke stirbt halt in dem Film. Durch Hackern sterben, wir sehen halt nur einen Tod, den Hackern verursacht. Ja. Aber noch was, auch eine schlimme Figur ist, die vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen zumindest, die Frau von Jacke und Jacke selbst, die auch beide sterben in dem Film, weil Eli dann irgendwann im Hunger, ich glaube, das ist so nach der Szene. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch sagen mit der Frau, weil da kommt ja auch eine ganz große Bildsequenz. Absolut, du meinst die im Krankenhauszimmer, ne? Ja. Möchtest du? Ja, also durch der Jacke und seine Frau streiten sich an irgendeinem Abend. Weil er sehr Jocke vermisst halt und der leidet wirklich darunter. Das war sein bester Freund. Die gehen dann auseinander, sie läuft vor und er ist dann doch irgendwie noch im Schlepptau hinter ihr her und will sie wieder beruhigen. Auf jeden Fall ist das ein Streit zwischen denen gewesen und während sie quasi vor ihm wegläuft, kommt ganz plötzlich nämlich Eli und fällt sie an. Ja, von oben, von so einer, ne? Als der Jacke das sieht, tritt er sie auch so runter und kümmert sich dann erstmal um seine Frau. Und in dem Moment ist Eli auch schon wieder verschwunden in der Dunkelheit. Aber das Ganze hat ja dann ein Nachspiel, weil wie der geschätzte Zuhörer vielleicht weiß, wenn man von Vampiren gebissen wird und nicht daran gestorben ist, dann wird man selber zu einem Vampir. Und das Ganze muss die dann auf jeden Fall, die kriegt die quasi leidvoll zu spüren, denn sie merkt, als sie irgendwann sich ausruht in dem Bett liegt und dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, dass ihre Haut anfängt zu verbrennen und macht dann auch alles dunkel und kulminiert aber dann in der Sache, dass sie dann später im Krankenbett liegt. Genau, die wurde dann irgendwann eingeliefert, weil alle denken, die spinnt ein bisschen. Das stimmt was nicht. Und Katzen reagieren sehr aggressiv auf die. Die Szene war auch krass, wo die von den ganzen Katzen angefallen wird. Ja, das stimmt. Ist ja kurz vor dem Krankenhaus. Ja, auch wieder von dem Katzendude, ne? Ja, genau, die sind dann da bei dem im Das war übrigens auch cool, weil irgendwie man hat in dem Moment nicht damit gerechnet, weil die haben ja wirklich echte Katzen da am Set gehabt, um diese Wohnung zu befüllen und das zu unterstreichen, wie der da lebt. Aber dass dann wirklich so ganz klitzekleine CGI-Unterstützung genutzt wird,
die auch überhaupt nicht gestört hat in dem Film, damit die Katzen wirklich richtig krass aggressiv auf sie losgehen und sich an ihr Bein klammern und da reinbeißen und loswetzen und das schlimm, ist schon, wie das aussieht, wenn sie wegläuft, die ganzen Katzen an sich dran und dann die Treppe runter ja, fällt mit Katzen. Da genau. hat Und die das mir ist richtig nämlich leid. der Grund, nachdem sie die Treppe runtergefallen ist, ist sie nämlich dann im Krankenhaus. Ja. Und der Jacke ist gerade kurz nicht da. Und sie bittet dann eine Krankenpflegerin oder Pfleger, die Jalousien zu öffnen, damit die Sonne reinkommt. Und der denkt sich natürlich nichts dabei und plötzlich geht die komplett in Flammen auf. Und das Ganze ist dann super cool gefilmt, von der weitest entferntesten Ecke des Raums, damit das so wirklich ein kompletter Bildkader ist, wo dieser Raum und das Fenster mit drin ist und auch noch die Tür an der Seite. Und da steigen dann wirklich aus diesem Krankenbett brennend lichterloh diese Frau und die Flammen steigen an die Decke. Das ist wirklich super cool gemacht. Das ist eine tolle Sequenz. Sehr ikonisches Bild. Ja, auf jeden Fall. Und wie die Flammen dann so an die Decke halt gehen, das da Ja. dann so an die Seite und dann eben links noch diese Leute und Also die links der Pfleger, rechts der Jacke. kleinen, minimal eingesetzten CGI-Sachen, die in dem Film gemacht haben, die sind wirklich gut funktionieren. Die stören überhaupt nicht. Was dieses gottverdammte Remake noch mal überflüssiger macht. Ja. Da! Naja. Und genau, Jacke hat dann natürlich seinen besten Freund und seine Freundin verloren. Und der forscht dann ja auch irgendwann weiter nach, wird dann aber auch von Eli getötet. Der schafft es tatsächlich in die Bude von der rein, wo die schläft dann halt im Badezimmer, das so abgedunkelt ist und da will er sie töten. Oscar weckt sie aber rechtzeitig, also er rettet ihr Leben, sie tötet dann Jacke und dann fahren die halt weg. Dann sind wir auch an dieser Szene. Ne, dann kommt ja, glaube ich, erst noch das mit dem Schwimmbad, worüber wir schon gesprochen haben, aber genau, das ist schon eine der letzten Szenen und ja, das besiegelt so irgendwie das Schicksal von denen, dass die halt wirklich irgendwie zusammen sind und dann zusammen wegfahren. Ja. Also wo ich auf jeden Fall noch dran denken musste, ist, wenn du wenn man jetzt von Vampirfilmen spricht, dann im ersten Moment denkt man natürlich an den König Dracula. Ne? Aber es gibt ja so viele verschiedene Facetten von Vampirfilmen und ich meine nicht wieder deine Glitzervampire. Meine Glitzervampire? Was soll das denn? Sondern ich meine, es gibt ja wirklich so Vampirfilme wie From Dusk Till Dawn. Spoiler, aber ich meine, es gibt ja auch ganz andere Vampirfilme, wie zum Beispiel Brennen muss Salem. Oh ja. Und da muss ich nämlich wieder dran denken, weil diese ganze Atmosphäre in dem Film, die erinnert mich sehr stark daran, auch wie bei Brennen muss Salem, auch diese ikonische Szene, wo der am Fenster schwebt und auch sagt, lass mich rein, lass mich rein. Und dann darüber hinaus muss ich auch noch an einen Film denken, der auch immer diese innere Zerrissenheit von dem Vampirismus sehr, sehr stark mitnimmt, ist Martin von George Romero. Den habe ich nicht gesehen. Da geht's um einen jungen Mann und da wird nie ganz klar, ob der jetzt wirklich ein Vampir ist oder nicht, oder ob der jemand ist, der sich das einredet und solche Dinge tut. Das ist sehr, sehr nebulös gehalten, die ganze Zeit über, den kompletten Film über. Aber der ist richtig stark. Und der hat auch eben wie gesagt, diese Traurigkeit und alles, was auch so ein unsterbliches Dasein mit sich bringt, ist ja auch immer ein bisschen mit Trauer und Schmerz verbunden. Ja. Weil du immer deine Liebenden verlierst und so. Aber der ist auch wirklich toll. Ja. Das mit den Liebenden verlieren, da muss ich natürlich hier an, was für mich vielleicht der beste Highlander. Dracula-Film ist. Also nee, ich habe jetzt an Highlander gedacht. Weil das ja auch Unsterblichkeit stimmt, auch. und die Das ist Liebe da auch verlieren. Ja. Ja, Highlander 2 ist doch dein Lieblingsfilm, oder nicht? Ja, absolut. Absolut. Ja, nee, an den Dracula von Coppola musste ich dann irgendwie sehr denken. Ist für mich immer noch so eine Benchmark, der Film. Ja, Den total. ich überragend nach wie vor. Den hatte ich irgendwann auch mal in HD gesehen, das erste Mal. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ein paar Jahren auch schon. Aber so Ja, der ist auch Eye-Candy. super cool.
Super geiler Film. Ja. Ja. Und da ist ja zum Beispiel so eine ähnliche Szene, oder nicht, aber diese Szene, wo die mit Van Helsing in die Gruft gehen und die Vampirfrau fählen und wo dann auch, da steht da nicht auch alles in Flammen? Ich weiß es gerade gar nicht. Will jetzt nichts sagen. Deswegen sage ich einfach nur I don't know. Okay. Aber kann schon sein. Ja, man muss auch sagen, zu der Zeit waren Vampirfilme ja gar nicht so gehypt. Der Hype, der fing dann da so mit der Zeit halt an, weil dann kam ja halt dieser Glitzer-Vampirismus auch noch dazu irgendwie um die Zeit. Und dann kamen ja mal gute Vampirfilme auch tatsächlich zustande. Ich muss sagen, weißt du, welchen ich letztens noch gesehen habe? Abigail. Ist ja auch ein relativ neuer. Der ist jetzt keine 10 von 10, Spoiler. der Film oder so. Aber der war charmant. Ich fand den nicht scheiße, den Film. Ich war gut unterhalten von dem. Ja, ich glaube, der funktioniert aber auch wirklich nur einmal richtig gut. Unterstelle ich jetzt einfach. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Aber ich glaube, der funktioniert nur einmal richtig gut wegen diesem Twist und den haben wir jetzt schon vorweggenommen. Ja, aber der kommt relativ schnell. Ja, also das ist wirklich kein... Also, wird auch auf dem wenn Plakat, dann wird schon so beworben. Das wird auch schon einfach, so beworben. dass wir darüber geredet haben. Ja. Nur ein Traum, nur ein Traum. Ja. Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über weitere Vampirfilme reden, aber das... Genau, ich glaube, wir reden aber auch schon heute ziemlich lange. Ja. 2 Sachen wollte ich noch trotzdem noch nicht unerwähnt lassen, beziehungsweise dich fragen. Ja. Let's the Right One hast du ja schon gesehen, über den hatten wir ja schon kurz gesprochen. Aber wusstest du, dass es auch eine Serie gab? Nee. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Showtime hat wohl eine produziert. Und es gab eine Staffel, die wurde wohl bei den Kritikern auch super gut angenommen, aber wurde trotzdem nach einer Staffel abgesetzt. Ich hab's mir auch nur erlesen, es ist komplett an mir vorbeigegangen. Komplett. Okay, wird auf jeden Fall geguckt. Ja, ich bin auch gespannt, weil wie gesagt, ich liebe die Könnte ich mir Story. super vorstellen, als episodisch erzählt, so von Tag zu Tag. Könnte ich mir total gut vorstellen. Also gucke ich mir an. Absolut. Und ja, genau, nee, dann weißt du das auch nicht. Und eine letzte Erwähnung wollte ich noch sagen, dir als alten Morrissey und Smiths Fan. Ja. Der Titel Let's the Right One In ist eine Morrissey-Song entlehnt, nämlich Let the Right One Slip In vom Bona Drag Album von 1990. Ich kenne den Song, aber ich hätte jetzt nicht gemutmaßt, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Hat's thematisch ja nicht, ne? Thematisch ist der Song ja typisch Morrissey, halt, ne, Liebe und ganz dramatisch halt, als wie es bei Morrissey halt eben so ist. Aber der Autor Lindqvist und der Regisseur Thomas Alfredson von die sind, ich weiß gar nicht, ob der Regisseur auch Morrissey-Fan ist, aber der Autor ist es auf jeden Fall. Und irgendwie kam der dann halt von diesem Lied auf den Titel zu der Story. Cool. Cool, genau, das ist ist cool. Also auf jeden Fall, habe ich nicht gewusst. Und ist wieder eine banale Faktensache in meinem Kopf mehr. Die eine vernünftige Sache verdrängt und richtiges Wissen dir blockiert. Genau. Ja, aber dann haben wir doch eigentlich einen schönen Schluss-Funfact gefunden. Ja. Ich mag den Film nach wie vor sehr gerne. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich habe den zu der Zeit, wo der auf DVD rauskam, habe ich den extrem vielen Leuten gezeigt. Da war ich relativ missionarisch, was den Film angeht und habe den dadurch natürlich selber Standest du dann auch an der Haustür und hast gesagt, Entschuldigung, haben Sie diesen Film schon gesehen? Ja, so ungefähr. Ja. Und den Fußgänger, hau ab, du Penner! Das ist der Typ, der in den Fußgängerzonen immer DVDs verteilt. Ja. Ja, alles klar. Hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, mir auch. Und absolute Empfehlung auch auch vielleicht für so Halloween-Filme oder so, wenn man dann schon so einen ruhigen Film als Rausschmeißer nach einem genau, also nach ein paar Horrorfilmen machen möchte. Genau, Der ist wirklich kein cool. typischer Unterhaltungshorrorfilm, sondern der ist wirklich ruhig. Sehr ruhig, aber wirklich sehenswert und eine schöne Geschichte einfach. Ja. In diesem Sinne ergreifend. Bleibet uns gewogen. Ja. Oder halt auch nicht. Ist eigentlich egal. Hauptsache und ihr wisst, wie das läuft. Schaltet wieder ein, abonniert die Glocke und so weiter.
verteilt die Links, sagt's weiter, wenn ihr Spaß hattet. Word. Genau. Ja. Also wir freuen uns, wenn ihr Spaß dran habt und Wenn nicht, wir werden trotzdem weiter über Filme reden, egal. Genau. So sieht's aus. Auf bald. Tschüssi. Ciao.